Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr Kodi auf einem Raspberry Pi installieren könnt, aber nicht die übliche Art und Weise, das heißt mit einem Image das Ganze auf dem Raspberry Pi installieren. Nein, ich möchte euch zeigen, wie ihr das Ganze auf Raspberry Pi OS installieren könnt, denn das hat meiner Meinung nach einige Vorteile, hat natürlich auch ein paar Nachteile, aber ein großer Vorteil ist, man kann zum Beispiel mehrere Sachen auf diesem Raspberry Pi installieren. Ich habe es jetzt zur Demonstration mal so gemacht, ich habe hier mal Kodi installiert, dann ist außerdem noch Plex drauf und zu guter Letzt habe ich auch noch OpenMediaVault drauf installiert und das ist ein großer Vorteil, wenn man Kodi als normale Installation oder als normales Programm auf dem Raspberry Pi installiert. Es gibt natürlich auch einen Nachteil. Ein Nachteil ist zum Beispiel, dass die Performance ein bisschen leidet, aber je nachdem, was ihr damit anstellen wollt, sollte die Performance locker reichen, um Filme in eurem Netzwerk wiederzugeben. Also, falls ihr erfahren wollt, wie ihr Kodi in eurem oder auf eurem Raspberry Pi installieren könnt, so dass ihr auch noch andere Sachen installieren könnt, dann bleibt dran. Nach einem kurzen Intro geht's los und denkt dran, falls euch das Video gefallen oder geholfen haben sollte, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen. In diesem Sinne, bis gleich und viel Spaß mit dem Video. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Okay, bevor wir loslegen, müssen wir uns noch ein bisschen Software runterladen. Da wäre zum einen Balena Etcher, das ist das Tool, womit ihr das Image auf euren Raspberry Pi flashen könnt, beziehungsweise auf die Speicherkarte. Dann benötigen wir außerdem noch PuTTY, damit wir uns per SSH auf die Installation beziehungsweise auf den Raspberry Pi draufschalten können, und zu guter Letzt benötigen wir natürlich noch das Image, das wir auf die SD-Karte flashen. PuTTY findet ihr auf der Webseite putty.org. Die Installation bzw. das Image findet ihr ganz normal auf raspberrypi.org und dort empfehle ich euch, ladet euch die Raspberry Pi OS Lite Version runter. Die ist um einiges schlanker und reicht vollkommen für das meiste, was man mit einem Raspberry Pi macht. Und zu guter Letzt, wie gesagt, benötigt ihr Balena Etcher ganz normal auf balena.io und dort das Ganze runterladen. Wenn ihr alles runtergeladen habt und installiert habt, öffnet ihr als erstes Balena Etcher. Dann steckt ihr die Speicherkarte in euren PC, falls ihr die nicht verschlammt habt, so wie ich, denn ich suche gerade meine Speicherkarte. So, habe sie gefunden. Speicherkarte sollte natürlich leer sein. Falls sie nicht leer sein sollte, dann wird sie jetzt gleich leer gemacht bzw. wird gelöscht. Deswegen Vorsicht, was ihr hier auswählt, also welches Laufwerk, nicht, dass ihr aus Versehen irgendetwas Falsches löschen tut. Und dann, wenn ihr das sichergestellt habt, geht ihr auf Select Image und wählt das Image aus. Das Image kann ruhig noch gepackt bleiben oder gepackt sein. Das Programm macht das alles von alleine. Wie gesagt, prüft hier, dass das Richtige ausgewählt ist. Und dann klickt ihr einfach auf Flashen. Jetzt müsst ihr ein bisschen warten, bis das Ganze geflasht wurde. Und dann können wir mit dem Raspberry Pi loslegen. Wenn es fertig ist, darauf achten, dass ihr nicht auf Formatieren klickt, sagt Abbrechen. Diese Fehlermeldung hier bestätigt ihr, hier auch abbrechen und dann könnt ihr das Ganze hier schließen. Als nächstes die Speicherkarte einmal aus dem PC rausholen und wieder reinstecken, damit das Ganze sauber von eurem Computer erkannt wird. So, die Fenster gehen wieder auf, das heißt auch hier wieder einfach die Fehlermeldungen ignorieren, klicken und dann lasst ihr nur dieses eine Fenster hier offen, beziehungsweise diese Boot-Partition. Als nächstes klickt ihr mit der rechten Maustaste in ein freies Feld, sagt hier neues Textdokument erstellen. Dieses Textdokument nennt ihr SSH. Achtet darauf, dass keine Endung da ist. Das heißt hier diese Endung .txt, diese entfernen, damit die Datei wirklich nur SSH heißt, und dann sollte das Ganze so aussehen wie hier. Falls bei euch die Endungen nicht angezeigt werden, dann geht ihr hier auf Ansicht, auf Optionen, Ordner und Suchoptionen ändern, geht auf Ansicht und sagt hier Erweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden. Da macht ihr den Haken weg
und dann wird euch dieses TXT angezeigt, falls es nicht angezeigt werden sollte. Falls ihr Kodi per WLAN betreiben wollt, beziehungsweise euren Raspberry Pi, wobei ich euch das keinesfalls empfehle, dann müsst ihr hier noch eine Datei erstellen, die wie folgt aussehen muss, beziehungsweise die Bezeichnung lautet WPA. Ich blende euch das hier ein, einfach die Datei so benennen, wie ihr es hier seht. Auch hier wieder das Ganze bestätigen, den Hinweis. Dann öffnen bzw. bearbeiten und der Inhalt sollte dann so aussehen wie hier. Das heißt, hier tragt ihr euer WLAN-Netzwerk ein, das heißt, wie euer Netzwerk heißt, und hier tragt ihr das Passwort dieses Netzwerkes ein. Dann speichert ihr das Ganze, wie gesagt, darauf achten, dass ihr das Ganze als Conf-Datei abspeichert und ansonsten war es das. Also vergewissert euch, dass die SSH-Datei hier drauf ist, das ist die hier, und falls ihr das Ganze per WLAN betreiben wollt, dann muss diese Datei hier auch noch enthalten sein. Wie gesagt, empfehle ich euch nicht, einfach aus Performance-Gründen, und das macht einiges einfacher, wenn ein Kabel angeschlossen ist. So, wenn ihr das gemacht habt, dann steckt ihr die Speicherkarte in den Raspberry Pi und lasst das Ganze booten. So, Speicherkarte ist drin und jetzt ist ein bisschen Warten angesagt. Es dauert jetzt ein paar Sekunden, bis der hochgefahren ist. Ihr müsst jetzt in eurem Router nachschauen, was für eine IP-Adresse euer Raspberry Pi erhalten hat. Wenn ihr die IP-Adresse ausfindig gemacht habt, dann öffnet ihr ganz normal PuTTY und gebt hier oben die IP-Adresse eures Raspberry Pis ein. Falls ihr wollt, könnt ihr das Ganze auch noch speichern. Dann gebt ihr hier einfach einen Namen ein. Ich nenne das mal YT1, sagt hier Save. Und dann könnt ihr einfach per Doppelklick das Ganze hier öffnen. Und dann sollte hier dieses Fenster erscheinen. Dann bekommt ihr hier so eine Warnung bzw. so eine Information. Die bestätigt ihr mit Ja. Und dann solltet ihr euch anmelden können. Der Standardbenutzer zum Anmelden ist Pi, das heißt P und I, und das dazugehörige Passwort lautet Raspberry. Und dann einfach mit Enter bestätigen. So, jetzt seid ihr auf eurem Raspberry Pi angemeldet und bevor wir loslegen und Kodi installieren, müssen wir zuerst mal die Updates und Upgrades einspielen. Das machen wir mit folgendem Befehl: sudo apt get update und sudo apt get upgrade. Das dauert jetzt ein paar Sekunden bzw. ein paar Minuten und hängt davon ab, wie alt euer Installationsimage bzw. das Image ist, was ihr bevor geflasht habt. Die ganzen Codes, die ich hier im Video verwende, die werde ich euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung auflisten und dann könnt ihr das Ganze einfach per Copy-Paste machen. Also das hier bestätigen wir zuerst und dann geht es los mit den Updates und Upgrades. Das hier bestätigen wir mit Y und einem Enter. So, das Ganze ist fertig, hat in meinem Fall jetzt circa 5 Minuten gedauert und nachdem er die Updates und Upgrades eingespielt hat, müssen wir jetzt Kodi installieren. Das machen wir mit sudo apt install Kodi. Das hier bestätigen wir wieder mit Y. So, die Installation ist abgeschlossen. Als nächstes können wir uns mal ein paar Pakete angucken, die es für Kodi gibt. Und das macht ihr mit diesem Befehl und dann werden euch hier jede Menge Pakete gezeigt, die ihr alternativ bzw. noch zusätzlich installieren könnt. Und wie ihr das Ganze installiert, ist folgendermaßen: Ihr sagt einfach sudo apt get install und dann gefolgt von dem Paketnamen. In meinem Fall sieht das so aus, also install und dann Kodi, Peripherie, Joystick und so weiter und so fort. Das hier sind jetzt ein paar Beispiele. Würde ich euch auch empfehlen zu installieren, dann könnt ihr auf Nummer sicher gehen und wenn ihr es genauso macht wie ich hier in diesem Video, dann wird es danach auch funktionieren. Also falls ihr wisst, dass ihr bestimmte Pakete installieren müsst oder bestimmte Sachen benötigt, dann könnt ihr das ganz einfach so installieren wie hier, also einfach den Namen hier einfügen. So, ich installiere zuerst mal diese Pakete und wenn das fertig ist, machen wir ein sudo reboot und starten den Raspberry Pi einmal neu. Jetzt wartet ihr circa 30 Sekunden und dann probiert ihr euch erneut
mit dem Raspberry Pi zu verbinden, indem ihr einfach hier oben rechte Maustaste auf das Fenster macht und dann sagt ihr Restart Session. Melden uns wieder an mit Pi und Raspberry und gehen dann als nächstes in die Raspi-Config, da wir dort noch ein paar Einstellungen vornehmen müssen. In der Raspi-Config gehen wir auf die 6 zu Advanced Options und als erstes zu A2 zu GL Driver und dort wählen wir den GL Fake KMS OpenGL Desktop Driver with Fake KMS. Den wählen wir einfach aus, nachdem er installiert wurde, bestätigen das Ganze mit OK. Dann gehen wir nochmal in die Advanced Options und sagen dann bei A9 HDMI Compose, dort aktivieren wir das 4K 60 Hertz und das Ganze ist dann auf HDMI 0. So, bestätigen das. Und zu guter Letzt gehen wir nochmal zu Performance Options bei 4 und sagen CPU Memory bzw. wählen CPU Memory aus und tragen hier 320 ein, denn Kodi braucht mindestens 160, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, um zu funktionieren. Aber es werden empfohlen, dass man ihm hier 320 Megabyte Arbeitsspeicher zusichert. Deswegen geben wir ihm die auch. Das sollte kein Problem sein für den Raspberry Pi. Und wenn wir das gemacht haben, sagen wir noch einmal ein sudo reboot einfach zur Sicherheit. Warten dann wieder kurz, bis der Raspberry Pi einmal durchgestartet ist und sagen wieder Restart Session. Melden uns wieder an. Und als nächstes müssen wir dafür sorgen, dass der Raspberry Pi bzw. Kodi automatisch bootet und wir es nicht immer manuell starten müssen. Damit Kodi automatisch bootet, müssen wir uns zuerst mal eine Datei erstellen und in dieser Datei legen wir fest, dass Kodi automatisch bootet und müssen noch so ein paar andere Befehle eingeben, aber alles der Reihe nach. Zuerst mal erstellen wir eine Datei mit sudo nano und schreiben diese Datei in Home Pi und benennen sie Kodi Service. Die Datei sollte folgendermaßen aussehen, also so wie hier. Standardmäßig ist hier der Wert 5 drin. Ich habe den auf 60 gesetzt. Okay, ansonsten, falls ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr hier auch den Wert 5 eintragen. Dann sollte es auf jeden Fall funktionieren, denn damit habe ich es auch schon mal getestet. Dann als nächstes gehen wir raus. Das machen wir mit STRG X, bestätigen das Ganze mit Y und einem Enter. Und dann sind wir da wieder raus. Als nächstes kopieren wir die Datei in ein anderes Verzeichnis mit diesem Befehl, bestätigen das Ganze mit Enter und sagen dann bzw. prüfen dann einmal den Status. Den Status prüfen machen wir mit diesem Befehl hier und dann sollte das Ganze hier so aussehen wie hier. Als nächstes starten wir einmal den Service manuell mit diesem Befehl und aktivieren auch nochmal den Service, indem wir hier das hier eintippen. Ihr könnt es jetzt zwar nicht sehen, aber mein Raspberry Pi hängt schon an einem kleinen Monitor und ich kann jetzt auf diesem kleinen Monitor erkennen bzw. sehen, dass Kodi gestartet wurde und Kodi im Endeffekt jetzt schon hochgefahren ist auf diesem Monitor. Das bedeutet, wenn ihr es an einem Fernseher schon angeschlossen habt, dann sollte jetzt ein Bild auf eurem Fernseher erscheinen und ihr könnt sehen, dass Kodi gestartet wurde. Wir können uns den Status auch nochmal anzeigen lassen, indem wir den Befehl hier eintippen und dann sollte das Ganze so aussehen wie hier und wir erkennen dadurch, dass Kodi gestartet wurde. Da Kodi jetzt läuft, halten wir das Ganze auch nochmal an mit diesem Befehl und sagen dann einmal sudo reboot, um einfach zu testen, dass Kodi von alleine startet und dass alles so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Das bedeutet, wenn wir jetzt ein sudo reboot machen, sollte Kodi automatisch starten beim Hochfahren bzw. kurz nachdem es hochgefahren ist. So, jetzt habe ich mich gerade gefragt, wie ich euch zeigen soll, dass Kodi läuft, denn das Einzige, was ich euch zeigen kann,
ist dadurch, dass ich mich hier anmelde und hier diesen Status, dann sehe ich, dass Kodi aktuell läuft. Ich kann euch das Ganze aber nicht einblenden, da ich ja nicht den Monitor einfach abfilmen kann, wo Kodi jetzt angeschlossen ist, beziehungsweise wo der Raspberry Pi angeschlossen ist. Ich hätte vielleicht doch lieber die Desktop-Version runterladen sollen, dann hätte ich euch jetzt zumindest was über VNC zeigen können, dass das Ganze funktioniert. So bleibt mir jetzt leider nichts anderes übrig, wie euch das Ganze so einzublenden. So, ich habe mal den Webzugriff schnell mal aktiviert in Kodi, damit ich euch wenigstens zeige, dass das Ganze funktioniert. So, und so sieht es zumindest aus, wenn man sich per Webbrowser drauf verbindet. Ich habe im Endeffekt gerade nichts anderes gemacht, wie hier unter Service reingegangen, habe hier dieses Allow Remote Control via HTTP, habe den Haken aktiviert in der Oberfläche am Bildschirm. Den Port 8080 ist standardmäßig, User war Kodi angegeben, als Passwort habe ich auch Kodi angegeben. Und nachdem ich die zwei Sachen hier angegeben habe, konnte ich mich hier über den Webbrowser, über die IP-Adresse, gefolgt von dem Port 8080, wie ihr seht, hier mit Kodi verbinden. So, damit ich euch hier die Ersteinrichtung mal zeigen kann, werde ich das Ganze nochmal per Desktop installieren, also mit Raspberry Pi OS Desktop, damit ich euch wenigstens was hier am Computer zeigen kann. Aber wie gesagt, ich empfehle euch, das Ganze mit der Lite-Version zu machen. Oh mein Gott, Leute, ich habe es endlich geschafft, nach einer geschlagenen Stunde ungefähr. Jetzt könnt ihr wenigstens sehen, was ich auf meinem Monitor sehe. Okay, im Endeffekt sieht Kodi dann so aus, wie ihr es hier seht. Ich habe eine Tastatur angeschlossen, deswegen kann ich das jetzt mal mit der Tastatur navigieren. Im Endeffekt bleibt alles weitere jetzt euch überlassen, was ihr hier anstellen könnt. Ich gebe euch jetzt nur mal kurz einen Überblick. Also hier oben sind die Einstellungen und dann hier bei Add-ons. Dort können wir zuerst mal ein paar Sprachen runterladen. Dazu geht ihr hier auf Install from Repository. Und dann hier Look und Feel müsste das gewesen sein. Genau, und dann bei Language, denn es ist nämlich nur eine einzige Sprache installiert, das ist die englische. Und das ändern wir als erstes, damit die meisten von euch verstehen, was man dort überhaupt machen kann. So, jetzt fragt ihr uns, ob wir die Sprachen sofort wechseln wollen. Wir sagen ja, und dann sollte hier alles, nicht alles, aber so gut wie alles auf Deutsch sein. Okay, dann fügen wir mal unsere ersten Dateien hinzu. Also ich habe hier oben Filme ausgewählt, dann hier zu Dateien, dann Dateien hingehen, Videos hinzufügen. Jetzt müssen wir einen Pfad aussuchen, sagen hier Netzwerkfreigabe hinzufügen. Dabei handelt es sich um ein SMB. Hier tragen wir die IP-Adresse. Bestätigen das Ganze mit OK. Hier tragen wir die Freigabe ein. In meinem Fall ist das Raspi NAS. Bestätigen das. Und bei Benutzernamen den Benutzer, der darauf Zugriff hat. So, jetzt höre ich, wie mein NAS-Laufwerk im Hintergrund hochgefahren ist. Und wähle das hier jetzt aus. Und hier habe ich noch die alten Demo-Files aus dem Plex-Video, die wähle ich wieder aus, sage hier Filme und bestätige das Ganze, sage hier OK. Hier wähle ich aus Filme und hier, ja, welche Datenbank er verwenden soll. Ich sage Movie Database, das ist die größte und eigentlich auch die beste. Der Rest kann so bleiben und bestätige das Ganze mit OK.
Jetzt fragt er mich, ob die Einträge aktualisiert werden sollen. Das heißt, ob er sich die Cover und so holen soll. Bestätige das auch wieder mit OK. Und hier sehen wir schon, wie die Filme durchrattern und wie er sich die Informationen der einzelnen Filme holt. Und hier sind jetzt die ganzen Dateien bzw. Demo-Files drauf. Das heißt, wenn man hier draufklickt, dann erscheint der Film. Ihr seht, es sind ja keine echten Filme, sondern nur solche Demo-Files. Und das gleiche könnt ihr dann auch mit Musik machen oder mit was auch immer ihr wollt. Also wie ihr seht, relativ einfach und relativ schnell. Entschuldigt für die schlechte Qualität hier über dem VNC Viewer, aber mir ist gerade nichts anderes eingefallen, wie euch das Ganze jetzt hier über den VNC Viewer zu zeigen. Okay, das soll es heute gewesen sein. Ihr habt gesehen, wie die Installation funktioniert, wie ihr ja die ersten Schritte in dem Kodi Media Player machen müsst und alles weitere findet ihr dann, denke ich mal, selber heraus, denn das ist alles relativ selbsterklärend. Wie gesagt, schließt das Teil an den Fernseher an, dann habt ihr weniger Probleme. Okay, ich verabschiede mich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen. In diesem Sinne, viel Spaß mit eurem Kodi Media Player. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.